Wir schauen heute Lavaca Saturno Saturnita den Film und das Ende von seinem Leben. In diesem Film sehen wir, wie Lavaca Saturno als kleines Kind zur Schule geht. Wir schauen, wie Lavaca Saturno Saturnita erwachsen wird und versucht, die große Liebe seines Lebens zu finden. Doch leider wird er die Liebe seines Lebens niemals finden. Er wird alt und stirbt am Ende ganz alleine. Die ganze Geschichte werden wir heute 40 Minuten lang in dem neuen Lavaca Saturno Saturnita Film sehen. Aus diesem Grund schaut das Video bis zum Ende und lasst ein Like da. Worauf wartest du? Ich will unbedingt wissen, was in diesem Film passiert. Film ab! Verstecken sich! Ein Anruf, Ballerina Cappuccina! Du musst unbedingt rangehen. Ich will wissen, was Ballerina Cappuccina zu sagen hat. Okay, wir hören zu. Hallo Ballerina Cappuccina! Hallo, ihr müsst mir zuhören. Sagt nichts, ich habe nicht viel Zeit. Trippi Troppi ist unterwegs zu Lirililarila. Und ich weiß nicht, wie ich's sagen soll, aber er will ihr was antun. Ich hab's gesehen. Er hatte diesen Blick, nicht den verspielten Trippi Troppi Blick, sondern diesen dunklen, den er hatte, als der Zuckerpalast brannte. Ihr wisst, welchen ich meine. Er hat den Schattenfederumhang angezogen. Den trägt er nur, wenn es ernst wird, wenn er schnell sein will, wenn er nicht gesehen werden will. Er ist schon los. Er ist vielleicht schon fast da. Moment mal, du meinst wirklich, Trippi Troppi ist auf dem Weg, um Lirililarila was anzutun? Das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß, was ihr denkt, dass es vielleicht nicht so schlimm ist, dass Trippi Troppi sich beruhigt. Aber nein, nicht diesmal. Ich habe ihn gesehen. Er war nicht mehr derselbe. Kein Zweifel, kein Zögern. Nur dieser Ausdruck in seinen Augen. Kalt, geplant, entschlossen. Wenn wir ihn nicht aufhalten, wird der Lirililarila etwas antun. Ich weiß nicht genau was, aber es wird wehtun. Vielleicht nicht sofort, vielleicht nicht sichtbar, aber es wird sie zerstören. Und das darf nicht passieren. Nicht ihr, nicht ihm, nicht uns. Er hat sich zu lange vorbereitet. Sie wird ihn ansehen mit diesen offenen Augen und glauben, dass noch etwas Gutes in ihm steckt. Aber das ist vorbei. Ihr müsst los. Ihr dürft nicht überlegen, nicht zögern. Ihr müsst ihn stoppen. Mit allem, was ihr habt. Wenn ihr zu spät seid, war alles umsonst. Jede Entscheidung, jede Hoffnung, jedes Wort. Lauft, jetzt. Ich bleibe hier. Ich kann ihn vielleicht ablenken, ein paar Sekunden gewinnen. Mehr nicht. Aber vielleicht reicht das, wenn ihr schnell genug seid. Bitte, lasst sie nicht allein. Sie hat aufgelegt, Leute, ihr habt's gehört. Ballerina Cappuccina hat uns gewarnt. Vor Trippi Troppi, der muss hier auch irgendwo in der Nähe bei dem Spielplatz sein. Unsere Drohne ist noch in der Luft. Wir könnten doch Trippi Troppi jetzt mit euch zusammen suchen. Warte, warte, warte. Da habe ich jetzt wirklich richtig Angst. Du weißt doch, wer Trippi Troppi ist. Trippi Troppi ist der böseste von allen. Der ist ein böser Fisch. Ihr kennt ihn doch mit einem dicken Bierbauch. Da kann doch der Elefant gar nichts gegen ausrichten. Wir haben euch, wir sind zu zweit und haben eine Drohne in der Luft. Wir müssen Trippi Troppi jetzt aufhalten. Okay, dann schauen wir jetzt bei der Drohne nach, wo dieser Trippi Troppi wirklich ist. Ihr habt gehört, was Ballerina Cappuccina gesagt hat. Trippi Troppi ist auf dem Weg und will Liri was antun. Und das Ganze auf dem Spielplatz? Wir müssen es auf jeden Fall mit euch zusammen beobachten. Unsere Drohne ist noch in der Luft und wir fliegen jetzt den ganzen Spielplatz ab und suchen Trippi Troppi. Und in der Zeit lasst ihr alle mal ein Abo da bei Cayman und Flexi. Abonnieren hier auf YouTube ist komplett kostenlos und schickt das Video am besten an all eure Freunde. Ein Klick, ein Abo und wir sind freundlich. Perfekt, aber ich muss jetzt auf jeden Fall Ausschau halten nach Trippi Troppi. Kann doch nicht sein, da ist Trippi Troppi. Ich wollte gerade sagen, wie glaubt nicht, dass wirklich Trippi Troppi heute kommt? Ihr seht es, es ist der echte Trippi Troppi und er rennt, er hat uns entdeckt. Pass auf, er hat genau so gemacht, zu unserer Drohne hin. Aber warum rennt Trippi Troppi? Natürlich, weil er Liri sucht. Ja, wir suchen ihn ja auch. Ballerina Cappuccina hatte recht, Trippi Troppi will wirklich Liri was antun. Da bin ich echt gespannt, auf was das alles hinausläuft zwischen dem Elefanten und diesem großen Menschen als Fischkopf. Mit einem richtig dicken Bauch, so wie ich. Er sah richtig stark aus. Und guck mal, hier sind irgendwelche Gegenstände, mit denen Trippi Troppi Liri was antun kann. Warum hängen die überhaupt da draußen so rum? Auf dem Spielplatz, das ist eigentlich nichts für Kinder. Das ist echt gefährlich. Zum Glück sind wir nur mit der Drohne vor Ort. Und zum Glück haben wir euch. Zum Glück schaut ihr dieses Video mit uns bis zum Ende. Ich hoffe es, weil wir wissen nicht, was wirklich noch alles passiert mit Liri und Trippi Troppi. Ihr könnt es sehen, hier ist ein einziger Baum auf dem gesamten Spielplatz. Ja, aber schau mal, wie der Baum aussieht. Du hast recht. Er hat doch eine Ähnlichkeit wie dieser Elefant. Wie Liri. Und vor allem steht nur ein einziger Baum genau dort. Da ist Liri.
Als wie wenn ich es gewusst hätte. Und hört es euch mal an, er macht mit seinem Rücken diesen Giraffensound. Oh mein Gott, ist der schnell. Was passiert da? Hast du das gesehen? Hat der gerade Trippi Troppi kaputt gemacht? Ich weiß es nicht, dass auf irgendwas ist er einfach draufgetreten. Wir fliegen weiter und ihr seht es, Leute. Wenn wir den Elefanten sehen, dann müssten wir ihn hier auf der Drohne erkennen. Weil der Elefant ist ja wirklich groß. Und wir haben eine Drohne, das heißt, er muss irgendwo dort sein und wir können zu 100%ig ihn sehen. Aus diesem Grund fliegen wir weiter und schaut es euch mal an. Hier ist irgendwie eine weiße Start- und Landebahn. Ich frage mich eher, überall ist Wiese, ob da nicht der Elefant diese ganze Wiese einfach schon platt getrampelt hat. Der ist genau da lang gelaufen und hat alles schon voll gekotzt und kaputt gemacht. Du siehst es, du hast komplett recht. Warum sind da so weiße Linien? Wahrscheinlich wollen sie seine Fußspuren zubetonieren. Genau da ist er lang gelaufen. Ihr habt ja gesehen, er hat so einen großen Schuh. Größer als wir beide zusammen, als ihr euch alle zusammen. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Ich fliege weiter. Wir müssen auf jeden Fall Liri-Lari-Larila retten. Nein, auf jeden Fall. Wir müssen schauen, was er vorhat. Das ist das Wichtigste überhaupt. Trippi Troppi ist nämlich wirklich böse und gefährlich. Und da ist er. Das ist Trippi Troppi. Oh mein Gott, der läuft auf uns zu. Was hat er vor? Schaut es euch mal an. Er beschwert sich. Er guckt bei uns in die Drohne direkt in die Kamera. Und er liegt es daran, weil er ja einen Fischkopf hat und da ist kein Wasser. Das kann natürlich auch sein, aber er hat ja auch Beine wie ein Mensch. Ja, aber oben ist doch ein Fisch. Ja. Ihr habt alle gesehen, hier ist ein Fisch. Und seine kleinen Arme, habt ihr das gesehen, wie lustig die sind? Vielleicht ist er auf dem Weg nach der Suche nach Wasser. Schau mal, da ist ein Fahrradfahrer. Wohin fährt er? Der hat wahrscheinlich auch Angst vor Trippi Troppi. Der war doch genau da, wo gerade Trippi Troppi war, genau an dem Feld. Wir bleiben dran. Ich glaube, diese Person hat Angst vor Trippi Troppi. Oh mein Gott, schau mal, der biegt ab. Wohin will der? Oder doch nicht? Der wollte erst rechts und jetzt fährt er wieder geradeaus. Hat der vielleicht wirklich Angst vor Trippi Troppi? Es scheint so, wir dürfen auf gar keinen Fall abschalten. Wir helfen diesem Fahrradfahrer. Das könnte einer von euch sein. Weil man merkt es, der Fahrradfahrer wird immer schneller. Wird immer schneller. Der ist fast gegen ein Auto gefahren. Der weiß es ja auch nicht, wo er hin muss. Er wollte rechts, dann links, dann wieder rechts. Ihr merkt schon, wie spannend dieses Video ist. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Jetzt pass auf, wohin fährt er? Links oder rechts? Er fährt rechts. Links. Nee, rechts. Na, links. Rechts? Doch, er rechts. Er fährt wirklich rechts. Rechts, pass auf. Er ist hingefallen. Wieso? Der Arme ist vom Fahrrad gefallen. Warum? Weil der wahrscheinlich genau hier über die Steine gefahren ist und ein Stein, zack, dann ist er auf den Boden geflogen. Er hat sich sein Fahrrad in dem Stein verklemmt. Und wo ist Trippi Troppi? Hoffentlich nicht hinter ihm. Wir müssen hinter ihm gucken. Natürlich, das ist ja wichtig, weil wenn er wirklich verfolgt wird, dann sehen wir es mit der Drohne. Ich flieg zurück und da ist jemand. Wer ist er? Fußgänger. Da war Das nur ein ist- Fußgänger. Ich wollte gerade sagen, Trippi Troppi ist viel größer und der Elefant aus Kaktus ist noch größer. Da ist er. Da ist er! Liri-Lari-Larila. Oh mein Gott, was macht der dort? Seine Schuhe ausgezogen. Seine Schuhe, was ist das denn? Er hat seinen Sandalen ausgezogen. Und ihr habt gesehen, wie groß dieser Schuh war. Doppelt, dreifach, zehnfach so groß wie Dreimal dieser. so groß wie mein Schuh. Und der stinkt. Weg damit. Warum liegt denn der Schuh dann einfach jetzt dort rum? Ich weiß nicht, sollen wir zu dem Schuh gehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht Aber nicht. wir brauchen den Schuh nicht. Da passen wir ja eh nicht rein. Es geht eher darum, was hat er vor. Du hast recht, wir müssen Liri-Lari vor Trippi Troppi retten. Eben, deshalb müssen wir unbedingt weiterfliegen und schauen, was jetzt noch alles passiert. Schau mal da vorne, da ist sogar ein Auto, das davor wegfährt vor Trippi Troppi. Stimmt, es fährt nach links. Und wir waren gerade rechts mit der Drohne, wo wir den Elefanten gesehen haben. Meinst du, das Auto hat auch Angst vor Trippi Troppi? Natürlich, sonst würde er doch nicht wegfahren. Das stimmt, wir bleiben an dem Auto. Da ist mein Troppi! Auf Schau mir das an. Habt ihr das gesehen? Das läuft einfach auf dem Auto rum. Trippi Troppi. Trippi Troppi hat das ganze Auto gerade kaputt gemacht. Indem er einfach nur läuft. Er ist einfach nur auf das Auto gelaufen. Und damit hat er das Auto kaputt gemacht. Ihr seht jetzt, wie stark Trippi Troppi ist und wie böse er ist. Das bedeutet, Trippi Troppi darf auf keinen Fall zu unserem Spielplatz, weil danach ist der Spielplatz komplett zerstört. Wir sind zu spät. Wir sind wirklich zu spät. Trippi Troppi hat das ganze Haus schon kaputt gemacht. Genau das meinte ich. Er darf auf keinen Fall zum Spielplatz. Er kann sogar ganze Häuser einfach zerstören. So groß und stark ist er. Wenn er zum Spielplatz geht, dann könnt ihr nicht mehr auf dem Spielplatz spielen und wir auch nicht. Wir auch nicht. Wir waren noch gerade noch dort. Ihr habt alle gesehen am Anfang des Videos. Der ganze Spielplatz war noch perfekt, komplett intakt. Und ihr wisst ja, wie viel Spaß auf Spielplätzen ist. Rutschen, schaukeln. Du weißt, wie es läuft. Tischtennis, Fußball, da kann man alles spielen. Natürlich, wir waren ja dort. Aber wenn Trippi Troppi kommt, dann sieht der Spielplatz genauso aus wie dort. Nämlich Schutt und Asche.
alles ist kaputt, alles ist zerstört. Keine Schaukel, keine Rutsche. Wir brauchen euch, wir brauchen deine Hilfe. Du musst dieses Video jetzt bis zum Ende anschauen, damit wir Trippi Troppi aufhalten können. Wie sollen wir denn das machen? Wir haben nur eine kleine Drohne und ihr habt gesehen, wie Trippi Troppi aussieht. Wie sollen wir ihn denn aufhalten? Wir haben 1 Million Zuschauer da draußen. Du und jeder einzelne von euch da draußen. Am besten lasst ihr jetzt alle mal ein Like da und im Notfall müssten wir noch einmal Ballerina Cappuccina fragen, weil sie wusste, dass Trippi Troppi heute kommt. Die können wir jederzeit anrufen. Wir haben ja jetzt ihre Telefonnummer. Gott sei Dank! Was passiert mit der Straße? Oh mein Gott, wieso ist sie so bunt? Das ist ja wie Trippi Troppi Tropicana. Sieht aus wie ein Regenbogen. Ihr könnt es sehen, wirklich Leute, das ist kein Spaß. Guckt es euch an, die Drohne ist wirklich bunt. Wieso ist denn die Straße auf einmal bunt? Ich weiß es nicht, wir müssen dieser Straße folgen. Ja, irgendwohin muss sie führen. Ihr wisst doch, bei einem Regenbogen gibt es immer einen Schatz am Ende. Vielleicht ist da auch ein Schatz am Ende. Ja, oder vielleicht die Geheimwaffe gegen Trippi Troppi. Wir fliegen auf gar keinen Fall dort entlang. Was? Warum nicht? Es ist viel zu gefährlich. Was ist, wenn unsere Drohne kaputt geht? Dann war's das. Oder du denkst, nach der Straße kommt Trippi Troppi am Ende. Ja, okay, dann fliegen wir woanders hin. Wir müssen irgendwo hin. Guck mal, wir fliegen wieder zum Spielplatz und da ist jetzt auf einmal ein Gewächshaus auf dem Spielplatz. Stimmt, aber das Gute ist, es steht alles noch so, wie es stehen sollte. Das heißt, Trippi Troppi hat dort noch nichts kaputt gemacht. Ich bin wirklich glücklich, dass Trippi Troppi noch nichts kaputt gemacht hat. Eben, deshalb sind wir ja dort. Aber jetzt müssen wir Ausschau halten, dass er auch nicht dahin geht. Wisst ihr was? Wir fliegen jetzt nochmal mit euch da draußen den ganzen Spielplatz ab. Vielleicht finden wir auch Liri Larila. Wo ist der auf einmal hin? Das Patapim? Was macht der denn da? Patapim. Oh mein Gott, wenn der sich aus der Höhle bewegt, dann heißt das wirklich nichts Gutes. Das bedeutet, Trippi Troppi ist auch in der Nähe und sucht jetzt sogar Patapim heim. Das heißt, wir sind jetzt zu dritt, plus unsere Drohne sind wir zu viert. Aber fällt dir was auf? Trippi Troppi macht jedem Angst. Jedem Einzelnen macht er Angst. Sogar Patapim hat sich einfach davon bewegt und läuft so langsam er kann weg. Ballerina Cappuccina hat uns sogar angerufen und uns vor Trippi Troppi gewarnt. Die ist aber zum Glück nicht da, weil die ist ja nur eine kleine Tasse. Die würde einfach kaputt gehen, wenn Trippi Troppi drauftritt. Die ist schlau, die versteckt sich nämlich in der Küche, im Schrank oben. Ganz genau, und ruft uns lieber von dort aus an, was ich auch gut finde. Viel sicherer, denn wir können auf jeden Fall was mit Trippi Troppi anstellen. Ballerina Cappuccina nicht. Die Frage ist, wo ist Patapim hingelaufen? Ich sehe hier ein einzelnes weißes Haus. Ihr könnt es sehen, eine kleine Hütte ist da. Das Gute ist, das Haus steht noch, wie im Gegensatz zu dem anderen Haus, was komplett zerstört war. Tung Sahur! Was macht der denn jetzt auf einmal da? Der kam einfach aus der Erde. Ihr seht es, der ist gerade auf dem Weg zum Spielplatz. Mit seinem Baseballschläger einfach aus der Erde. Vielleicht will Tung Sahur den bösen Trippi Troppi besiegen. Dann schauen wir mal, Mann. Überlegt ihr, Tung Sahur versus Trippi Troppi. Hey Leute, wir sind jetzt am Spielplatz und das Geile ist, es steht noch alles so, wie es stehen sollte. So wie am Anfang des Videos. Ihr könnt es sehen, da ist die Rutsche, von der wir die Drohne gestartet haben. Ja, und wir sind selber gerutscht, ihr habt es gesehen. Auf jeden Fall, das war richtig cool und wir fliegen. Seht euch weiter! Tung Sahur, tralalero, tralala. Tung Sahur mit Tralalero, tralala. Er hat ihn einfach in den Sand gehauen. Schaut ihr das mal an, er macht Schattenboxen, er trainiert, er bereitet sich gerade für den großen Kampf vor. Ja, aber der Haifisch ist auf einmal weg, der ist einfach in den Sand gegangen. Was ist, wenn er zurück ins Meer gelaufen ist? Ins Meer gelaufen? Durch den Sand? Ja, vielleicht, unter der Erde ist doch Wasser. Pass auf, Mann, wir müssen jetzt schauen, was mit der Rutsche passiert. Die Rutsche ist auf jeden Fall noch ganz. Ich bin wirklich froh, dass die Rutsche noch nicht kaputt ist. Das heißt, Trippi Troppi war noch nicht dort, kann aber irgendwo in der Nähe sein. Aus diesem Grund, ihr dürft nicht abschalten. Ihr habt uns versprochen, ihr schaut das Video bis zum Ende. Das habt ihr gesagt. Ja, wir müssen unbedingt auch dranbleiben, weil wir wollen ja wissen, was mit Trippi Troppi und Tung Sahur passiert. Vielen Dank an jeden Einzelnen da draußen. Ihr seid die Besten. Du bist der Beste. Pass mal auf, was liegt denn da? Das Kleine da. Du hast recht, da sind 4 kleine Häuschen. Irgendwas stand da, was Blaues, Rotes. Wir fliegen näher, wir gucken, was das ist. Wir müssen genau hingucken. Weil ich konnte es von der Drohne, weil die so weit oben im Himmel ist, nicht sehen. Okay, wir seht es, Freunde. Das ist auf jeden Fall ein großes, kleines Häuschen. Aber was passiert dort? Ich weiß es nicht, Leute. Wir müssen auf jeden Fall dieses Häuschen gut im Auge beachten. Das ist aber sehr, sehr klein. Da passen ja nicht mal wir rein. Okay, da könnte aber auch Tung Sahur nicht reinpassen. Nein, und Libilari auch nicht und Trippi Troppi auch nicht. Tralalero, tralala auch nicht. Stellt euch mal vor, ein Elefant in dem kleinen Haus, der macht es kaputt. Nein, der steht nur auf, ist schon weg. Allein mit seinem Rüssel würde er das kleine Haus komplett zerstören. Und wie macht ein Elefant? Aber wo ist er? Da ist noch eine Rutsche. Stimmt, die waren wir nicht. Das ist nicht unsere Rutsche. Die haben wir noch nicht abgeflogen. Die müssen wir jetzt mit euch zusammen absuchen. Und es war auch nicht die Rutsche, mit der wir gerutscht sind. Das ist nochmal eine komplett
andere neue Rutsche. Aber hier ist auch kein Tung 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 Sahur und kein Tralalero Tralala. Wo sind die denn auf einmal alle hin? Vor allem, wo ist Trippi Troppi? Ich weiß es nicht, aber ihr seht es, der Spielplatz ist komplett leer, da ist überhaupt niemand. Keine einzige Person weit und breit, nicht mal ein kleines Kind spielt auf diesem Spielplatz. Wo sind die alle hin? Die haben alle Angst vor Trippi Troppi, den bösen Fisch, der alles zerstört. Willst du mir damit sagen, dass Trippi Troppi wirklich jetzt hierher kommt? Es könnte wirklich gut sein, dass Trippi Troppi jetzt kommt. Jetzt müssen wir noch mal alles abfliegen. Das heißt, er muss irgendwo in der Nähe sein. Aber ich will keine Überraschung. Ich will ihn sehen, wenn er kommt. Wir können am besten sehen, wenn wir ganz weit hochfliegen mit unserer Drohne. Da können wir von oben alles beobachten. Was Ganz weit oben. Sollen wir das wirklich machen? Dann fliegen wir weit nach oben. Wir fliegen jetzt mit euch ganz weit nach oben, denn von oben können wir alles beobachten. Und ihr wisst, er ist nicht sehr klein, sondern im Gegenteil, er ist sehr, sehr groß. Das heißt, wenn wir jetzt hochfliegen, müssen wir ihn sehen. Wir müssen ihn auf jeden Fall sehen, weil ihr dieses Video bis jetzt noch zu Ende schauen werdet. Er kann sich nicht verstecken vor uns und natürlich, er kann sich nicht verstecken vor euch. Ihr seht es, keine einzige Person hier auf dem Spielplatz. Ich sehe nur stehende und fahrende Autos. Aber Trippi Troppi oder Tung 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 Sahur oder ähnliches sehe ich auch nicht. Weit und breit keine einzige Person. Da ist überhaupt niemand. Okay. Wieso ist da niemand? Ich muss noch weiter hoch. Noch weiter. Wir müssen so hoch fliegen, wie es geht. Wir sind schon bei 400 Metern. Aber das Problem ist, wir sehen ja schon den ganzen Spielplatz. Oh mein Gott, irgendwas passiert mit unserer Drohne. Wieso wird die angegriffen? Stürzt ab. Von wem? Bombardini Cusini. Bombardino Cusini stürzt unsere Drohne gerade ab. Wieso greift die uns an? Oh nein, unsere Drohne stürzt ab. Nicht in den Himmel. Wir sind jetzt bei dem Parkplatz, wo Din Din Dun und Sahur das letzte Mal gesehen wurden. Und ihr kennt die Orange mit dem Gesicht und den dicken Das Armen. sieht aus wie ein Bodybuilder, aber wir fliegen jetzt mal mit euch zusammen direkt zu diesem grünen Haus da hinten. Da ist er! Da ist Din Din Dun, ihr seht ihn, es ist die Orange. Oh mein Gott, wirklich die Orange mit dem Gesicht und den dicken Armen. Und wie stark er ist, ihr habt es gesehen, er ist ein richtiger Muskelmann. Der sieht richtig super gefährlich aus. Wo ist er hingelaufen? Hast du gesehen, wo er hingelaufen ist? Vielleicht da hinten in dieses grüne Gebäude rein. Das bedeutet, wir fliegen jetzt mit unserer Drohne zu diesem Gebäude und gucken mit der Drohne in das Haus rein. Ich habe noch nie ein grünes Haus gesehen. Ich auch nicht, man guckt dir das mal an, aber da ist keiner. Ich sehe keine Orange. Und so viele Fenster hat das Haus. Wir fliegen mal auf die andere Seite und gucken, ob wir von der anderen Seite reinkommen. Da kann er sich versteckt haben, auf der anderen Seite dieses grüne Haus. Okay, wir müssen auf eine Orange Ausschau halten. Din Din Dun, eine muskulöse Orange. Warum macht die da? Warum ist sie da? Ich sehe aber niemanden und die Türen sind alle zu, da ist keiner. Wenn er da nicht ist, dann müssen wir weiterfliegen. Leute, ihr habt es ja gesehen, wir haben Din Din Dun direkt gefunden und jetzt suchen wir noch Sahur. Aber was ist mit dem Parkplatz los? Das sind überhaupt keine Autos. Ihr wisst es ja, immer wenn keine Menschen und Autos da sind, kommen die Leute zu uns. Da ist Gara Mara Ram. Oh mein Gott, das ist der Salzstreuer und der Honig. Leute, wo ist der hin? Der Salzstreuer und der Honigtopf. Gara Mara Ram. Aber du hast gesehen, die sind so klein. Wo sollen die denn hin sein? Das war ein Salzstreuer, der aussieht wie ein Mensch und ein Honigtopf, der aussieht wie ein Mensch. Aber die können nicht so weit laufen. Da können wir doch mit der Drohne hinterher fliegen. Vielleicht sind die hier in dieses verlassene Gebäude geflogen. Oh nein, wirklich? Das ist ein verlassenes Gebäude? Ihr seht es, guckt es euch mal an. Hier sind alle Wände rausgerissen. Das ist eine Ruine. Als hätte Din Din Dun dieses Gebäude zerstört mit seinen Muskeln. Alles kaputt gemacht durch die Orange. Okay, aber wo ist Gara Mara Ram hin? Wo sind die denn jetzt auf einmal alle hin? Vor allem der Name Gara Mara Ram ist voll schwer auszusprechen. Natürlich, deswegen verstecken die sich alle in diesem kaputten Haus. Meinst du, wir sollen mal in diese Halle reinfliegen? Das ist eine verlassene Halle. Da müssen wir unbedingt mit der Drohne reinfliegen. Aber sei vorsichtig, du darfst auf keinen Fall die Drohne verlieren. Für euch da draußen machen wir es. Aus diesem Grund abonniert jetzt unseren Kanal und lasst ein Like. Der Abonnieren ist komplett kostenlos. Einfach jetzt Cameron und Flexi abonnieren und ihr seid glücklich. Und wir fliegen mit euch jetzt hier rein in diese Halle. Oh mein Gott! Da ist er! Sahur! Warum ist er auf einmal dort? Wer ist das? Eine Teekanne? Ich hab die noch nie gesehen. Ich hab die noch nie gesehen. Die ist in die Halle gerannt. Sollen wir in die Halle fliegen? Dann fliegen wir absolut jetzt sofort hinterher. Wir haben aber eine Drohne. Wir müssen aufpassen, dass wir nirgendwo anstoßen. Da ist eine Tür offen. Da ist er rausgerannt. Da ist er reingekommen. Ist da über diese Tür Sahur reingekommen? Oder rausgerannt. Schau mal hier, Leute, da ist noch eine Tür, aber die Tür ist verschlossen. Ja eben, deshalb er ist durch das Gebäude gegangen und ist durch die Tür reingekommen. Und guckt es mal an, hier ist Wasser auf dem Boden. Das heißt, es regnet durchs Dach rein. Wie kann da Wasser überhaupt in einem Gebäude sein? Okay, lasst mal kurz überlegen. Wir haben Din Din Dun gesehen und Sahur und Gara Mara Ram.
Treffen die sich alle dort in diesem Gebäude oder wie? Ich weiß es nicht. Es fehlt aber noch Lavaka. Ihr kennt doch alle die Kuh Lavaka. Lavaka, Saturna, Saturnita! Okay, wir müssen jetzt diese Halle absuchen. Mit euch zusammen. Zum Glück seid ihr da. Bitte schaltet auf gar keinen Fall ab. Ich freue mich so. Ich bin so gespannt, was noch alles passieren wird. Da hinten ist eine dunkle Garage. Ihr seht, jetzt sollen wir da mal hinfliegen in diese dunkle Garage. Aber du weißt schon, dass du mit der Drohne in einem Gebäude bist. Du musst sehr, sehr, sehr... Oh mein Gott! Ja! Das Udin-Dun. Ihr seht, das in dieser verlassenen Halle ist Udin-Dun. Ich hab dir gesagt, die treffen sich alle in diesem Gebäude. Der ist weggelaufen. Freunde, Udin-Dun ist jetzt einfach abgehauen. Und wo ist er hin? Wir fliegen jetzt mal die ganze Halle mit euch zusammen ab. Natürlich ist er abgehauen durch die offene Türe. Meinst du zurück? Natürlich durch die offene Tür. Das heißt, wir fliegen jetzt wieder zurück aus der Halle raus, Leute. Und ihr haltet die Augen offen nach irgendeinen der 3 Leute, die wir bereits gesehen haben. Die haben sich alle in dieser Halle getroffen und sind abgehauen durch die Türe. Ihr seht es, ich fliege gerade ganz vorsichtig in diesen Gang hier rein und hoffentlich finden wir da jemand in diesem... Da ist er! Katatasahur! Ihr seht es, Katatasahur, das ist diese Tee- oder Kaffeekanne. Nicht Sahur, sondern Katatasahur. Oh mein Gott, er ist abgehauen. Wir fliegen weiter. Leute, er ist gerade außen rausgerannt. Und da vorne ist genau diese Tür, die offen ist. Okay, wir müssen aber hier raus. Ich muss aufpassen. Ich darf nirgendwo anstoßen. Es ist alles ganz gefährlich hier. Mit der Drohne muss man ganz vorsichtig fliegen, weil es gibt ja keine Aus- und Eingänge. Es ist eine kaputte Halle. Wir fliegen wieder raus. Leute, wir müssen rausfliegen. Ich will unbedingt Lavaka, Saturn und Saturnita noch sehen. Dann fliegen wir jetzt genau hier durch diese Türe raus. Oh mein Gott, das Video hat erst gerade angefangen und wir haben schon so viele Leute gesehen. Ihr dürft auf gar keinen Fall abschalten. Das Video geht ganze 24 Minuten. Aber Lavaka, Saturna, Saturnita müssen wir unbedingt auch noch finden. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Ihr habt ihn gehört, er hat sowas von recht und wir fliegen jetzt zusammen mit euch hier in diese Umkleide, in diese verlassene. Aber merkst du was? Es wird immer enger und schmaler. Du musst unbedingt da... Oh, nein, nein! Garamararam, Garamararam. Oh nein, was macht der denn da? Garamara, der Salzstreuer und der Honigtopf sind jetzt beste Freunde? Ist es eine Person oder sind es 2 Personen? Ich glaube, das sind 2 Personen, aber die teilen sich einen Namen. Salz und Honig? Garamararam, Salz und Honig passt doch gar nicht. Das passt überhaupt nicht. Salz und Pfeffer vielleicht, aber Salz und Honig? Okay, die sind aber auch weg. Leute, vielleicht sind die auf der anderen Seite vom Gebäude. Sollen wir mal um dieses Gebäude fliegen? Willst du mir sagen, dass diese ganzen Personen alle dieses Gebäude kaputt gemacht haben? Weil ihr seht es ist alles Schrott, es ist alles Schutt und Asche. Ich verstehe auch nicht. Wir fliegen auf jeden Fall weiter und schaltet nicht ab, Leute. Wohin fliegen wir denn jetzt? Auf die andere Seite, aber ihr haltet die Augen offen, ob ihr irgendjemand seht. Leute, lasst jetzt alle mal ein Like da. Wir schauen hier und schauen, dass uns nichts passiert und dass euch nichts passiert. Und wir haben ganz viel Drohnenakku. Das heißt, wir können noch ganz, ganz lange mit unserer Drohne fliegen. Was ist das denn? Hier ist einfach alles voller Grünzeug. Und alles voller Wasser. Und hier ist ein Loch auf dem Boden. Seht ihr das Loch da unten? Da ist ja ein richtiges Loch im Boden drin, nicht auf dem Boden, im Boden drin. Soll ich mal näher fliegen? Ich will nicht wissen, was da drin ist. Wir fliegen näher. Ich will unbedingt mal mit der Drohne reingucken, ob wir was sehen. Bitte nicht, lass alle 5 Grad sein. Da ist Wasser. Da ist einfach Wasser. Wie kann denn Wasser im Boden sein? Das heißt, wir haben erst Wasser in der Halle auf dem Boden und jetzt haben wir im Boden Wasser. Aber du schau doch mal, wie tief es da runter geht. Unglaublich tief. Da war aber niemand. Wenn da keiner war, dann fliegen wir weiter. Wir suchen Udin-Dun, Tatatasahur. Wo gibt es denn so etwas, dass ein Loch so tief runtergeht, dass da Wasser rauskommt? Nur in der Wüste. Und bei den Ninja Turtles. Ihr kennt doch die Ninja Turtles. Die leben natürlich auch in der Kanalisation, aber es gibt sonst nur in der Wüste. Schau dir mal dieses Gebäude an. Das sieht richtig schön aus. Das sieht aus wie ein Hauptquartier. Eher wie ein UFO. Sollen wir mal ein bisschen näher ranfliegen mit euch zusammen da draußen? Wir schauen jetzt mal, wer in dem Gebäude drin ist. Wir fliegen da mit euch jetzt zusammen hin. Lavaka, Saturn und Saturnita. Endlich haben wir ihn gefunden. Da ist die Kuh. Was macht die Kuh da? Habt ihr das gesehen? Was hat Lavaka, Saturn und Saturnita da gemacht? Ich habe keine Ahnung. Aber siehst du mal, da ist sie dort mit dem guten Gebäude. Alle anderen waren im kaputten Gebäude. Wir fliegen mal ein bisschen höher. Wir schauen uns dieses Gebäude mal von oben an. Weil guckt euch das mal an, wie das aussieht. Und wie tief es da runter geht. Ihr könnt es sehen. Schaut mal, Leute, wie tief es da runter geht. Das sieht aus wie die Hauptzentrale von Italian Brainrot. Da ist bestimmt irgendwo ein Labor drin und irgendwelche Leute. Und der Chef ist hier auch bestimmt drin. Und dann willst du sagen, die werden alle dort gezüchtet? Ich glaube ja. Wir haben es ja gerade
gerade gesehen. Lavaca, Saturno, Saturnita war hier und nebenan war Udindindun. Dann ist Lavaca der Chef, weil der war im Gebäude drin und alle anderen im kaputten Gebäude. Stimmt, Lavaca stand oben auf der Terrasse von dem schönen und neuen Gebäude. Als wie wenn er alles überblicken könnte, als wie wenn er nach allen anderen geschaut hat. Und schaut euch mal an, wie hoch das Gebäude ist. Da kann er natürlich über die ganze Stadt alles im Blick behalten. Das ist echt ein schönes Dach, oder nicht? Ich schau mal, ob wir auf dem Dach irgendwo eine Möglichkeit haben, in das Gebäude reinzufliegen mit unserer Drohne. Ich hoffe, da passiert nichts. Du musst aufpassen, dass du die Drohne auch richtig steuerst. Da ist aber keine Öffnung. Ich sehe leider keine Öffnung. Ohne Öffnung können wir mit unserer Drohne nicht in das Haus rein. Ihr könnt es sehen, auf dem Dach ist alles verschlossen. Man kann mit der Drohne nicht reinfliegen. Das bedeutet, wir fliegen jetzt einfach mal um das Gebäude und schauen, ob wir da reinkommen. Vielleicht finden wir irgendein Loch, irgendein offenes Fenster, irgendeine offene Tür, wo wir mit der Drohne reinfliegen können. Oder wir fliegen zum Haupteingang und hoffen, dass der Haupteingang offen ist. Aber schau noch mal, wie groß das Gebäude ist. Ihr seht es, Leute, das ist alles echt, was wir hier machen. Wir fliegen hier gerade wirklich mit der Drohne das Gebäude ab. Das ist ja nicht nur ein Turm, das sind mindestens 5 Türme. Und da unten sind irgendwelche Kugeln, 6 runde Kugeln, ihr seht es. Was machen die denn überhaupt dort, diese Kugeln? Ich sag dir eins, unter diesen Kugeln ist wahrscheinlich das Labor. Denkst du, dann fliegen wir jetzt mit der Drohne in die Kugel rein? Fliegen! Lavaca, Saturno, Saturnita und Udindindun. Was machen die denn dort? Beide sind da, Lavaca, Saturno, Saturnita. Streiten die sich? Die sind abgehauen. Ich glaube, die haben sich gestritten. Hast du gesehen, was damit passiert ist? Die haben sich gestritten. Warte, die sind abgehauen. Lavaca, Saturnita ist abgehauen. Ja eben, die haben sich gestritten. Dann müssen wir hoch zu unserer Karte. Wen sollen wir denn jetzt folgen? Lavaca, Saturno, Saturnita oder Udindindun? Wir folgen natürlich Lavaca, Saturno, Saturnita, weil wir haben einen Lageplan, wo sie zuletzt gesehen wurde. Das ist ja richtig krass. Warum machen wir doch hier rum? Da müssen wir unbedingt zur Karte gehen. Dann gehen wir jetzt zu unserer Karte. Freunde, hier wohnen wir und hier bei dem Schrottplatz wurde Lavaca, Saturno, Saturnita das erste Mal gesehen. Hier in dem kaputten Auto sitzt er auf dem Schrottplatz. Das war aber noch nicht alles. Er wurde insgesamt an 4 verschiedenen Orten gesehen. Wie zum Beispiel hier in einem verlassenen Freibad. Er wurde aber auch in einem verlassenen Zirkus gefunden. Hier könnt ihr es erkennen. Er ist in dem Zelt. Und in einem Freizeitpark wurde er auch entdeckt. Wir werden heute mit unserer Drohne alle 4 Orte abfliegen und Lavaca suchen. Und als erstes fangen wir mit dem Schrottplatz an, weil der ganz in der Nähe von unserem Zuhause ist. Wir dürfen keine Zeit verschwenden und starten die Drohne direkt durch unser Dachfenster. In 3, 2, 1. Wir sind direkt beim Schrottplatz angekommen und ich bin schon so gespannt, wo sich Lavaca, Saturno, Saturnita versteckt. Deshalb fliegen wir jetzt den ganzen Schrottplatz mit der Drohne ab und suchen ihn. Ihr könnt es schon erkennen, Leute, hier sind irgendwelche giftigen Fässer und Stoppschilder. Stopp, da darf man eigentlich gar nicht hin, aber Lavaca, Saturno, Saturnita ist dort. Ihr könnt es sehen, da hinten ist eine Garage. Sollen wir mal mit euch zusammen in diese Garage fliegen? Das sind sogar 3 Garagen. Okay, wir fliegen mit euch in die erste Garage in der Mitte. Nein! Da ist Lavaca, Saturno, Saturnita. Was macht er denn in der Garage da? Ihr könnt es sehen, Leute, wir hatten recht, die Karte hatte recht, da ist Lavaca. Oh, versteckt er sich da drin oder wieso ist er genau in dieser mittleren Garage? Warte, der ist abgehauen. Vielleicht ist er in die rechte Garage gegangen. Wo ist er hin? Wir müssen hinterher fliegen. Okay, da ist auch niemand mehr. Wo ist der hin? Wo versteckt sich Lavaca? Hier sind 3 Garagen, vielleicht in der ganz außen. Ihr habt ihn doch alle auch gesehen. Zu 100% war er dort in der Garage auf dem Schrottplatz. Ihr könnt es aber sehen, ich habe jetzt alle 3 Garagen abgesucht, aber Lavaca ist einfach wie vom Erdboden verschwunden. Dann muss er irgendwo auf dem Schrottplatz sein und ist nicht mehr in den Garagen. Irgendwo versteckt er sich. Meinst du, der versteckt sich in so einem Müllcontainer? Das kann natürlich sein. Wir fliegen jetzt einfach mit der Drohne die Müllcontainer ab. Ihr könnt es sehen und hier ist auch schon der erste Müllcontainer. Da ist aber wirklich nur Müll drin. Irgendwelche Plastikdosen, Plastikkörbe. Sieht aber auf jeden Fall schön bunt aus für Müll. Hier sind Garagen, die sind aber verschlossen, da kann er sich nicht verstecken. Da ist noch ein Container. Ein riesengroßer Container. Ist da vielleicht nur Müll drin oder Lavaca? Da ist irgendwelches Grünzeug drin. Ja, aber nur so ein kleiner Haufen für so einen großen Container. Guck doch mal den nächsten Container an. Der ist komplett voll mit Grünzeug. Oh mein Gott, aber siehst du Lavaca, Saturno, Saturnita? Ich sehe ihn nirgendwo und hier ist nur Metallschrott. Ist ja auch nur Müll drin. Ich verstehe das nicht. Wo versteckt sie sich? Vielleicht versteckt sie sich unter dem Container. Das glaube ich nicht. Wir müssen jetzt Container für Container ganz genau mit der Drohne abfliegen und suchen. Und ihr schaltet nicht ab. Ihr fliegt mit uns. Ihr sucht Lavaca, Saturnita. Leute, schaltet nicht ab. Schaut das Video bis zum Ende. Wir sind gerade... Das ist Lavaca, Saturno, Saturnita. Er versteckt sich wirklich in einem Container. Wie kann das sein? Wieso versteckt er sich vor uns? Warum macht er das? Ich weiß es nicht, aber ausgerechnet nach dem 5. oder 6. Container war er wirklich da. Er ist weg. Wo ist er jetzt hin? Vielleicht ist er in dem ganzen Außencontainer.
Container. Da ist er drin. Nee, da ist ein Holz drin. Ich dachte auch, er versteckt sich jetzt einfach in einem anderen Container. Das Gute ist, die Karte hat nicht gelogen. Dank dieser Karte haben wir Lavaca gefunden. Und wo? Auf dem Schrottplatz, wie es ganz genau auf der Karte stand. Ich flieg mal ein bisschen höher, aber ihr könnt schon sehen, Lavaca ist einfach weg. Ja, aber wie kann er denn da rausgehen? Da ist alles abgesperrt. Fällt dir was auf? Keine Person ist hier, das ist ein verlassener Schrottplatz. Ja, natürlich ist er verlassen, weil nur Lavaca dahin geht, weil er dahin geht, wo er verlassen ist. Okay, wir müssen weitersuchen. Leute, ich fliege nochmal zurück zu den Garagen oder wohin soll ich fliegen? Ich weiß es nicht, irgendwo muss er doch dort sein. Wir haben ihn hundertprozentig gesehen. In den Garagen da hinten war Lavaca drin. Ihr seht die Garagen? Ja, und ganz da hinten in dem Container war er auch. Guck mal, da sind 3 Stühle für 3 Personen, aber ich sehe keine einzige. Niemand sitzt auf den Stühlen, komplett leer. Nicht ein Mensch ist dort. Mein Gott, wo ist Lavaca hin? Ich weiß es nicht, flieg mal da hinten hin. Okay, wir fliegen weiter. Hier sind diese Container, diese Fässer. Da müsste Gift drin sein, deshalb steht da auch Stopp. Und hier sind irgendwelche Folien. Ja, aber da kann man sich doch nicht drin verstecken. Ist ja durchsichtig. Da würden wir Lavaca, Saturna, Saturnita ja sofort sehen. Aber ihr seht es, Lavaca war hier. Die hat diesen Container umgeworfen. Natürlich. Als er sich versteckt hat im Container, ist er da hingelaufen und hat umgeschmissen. Guckt euch das mal an, was hier ist. Hier sind irgendwelche Gewichte. Was ist das? Verschlossene Boxen. Es ist Müll, einfach Müll auf einem Schrottplatz. Und Lavaca, Saturno, Saturnita ist auch dort. Wenn Lavaca nicht hier ist, dann ist Lavaca abgehauen und auf dem Weg zum Freibad. Und das Freibad ist genau neben dem Schrottplatz. Ihr könnt es sehen. Wir sind mit der Drohne hier beim Schrottplatz und fliegen den Weg entlang direkt zum Freibad. Hier seht ihr jetzt auch schon das Freibad. Und es ist riesengroß und vor dem Freibad ist noch ein See und hier ist noch ein Hallenbad. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Gelände. Zum Glück sind wir mit der Drohne dort und suchen jetzt dort in dem Freibad Lavaca, Saturna, Saturnita. Okay, ich sehe auf jeden Fall schon mal in dem Hallenbad, da sind ganz viele Leute und schwimmen, aber auf unserer Karte haben wir ein Freibad gesehen. Deshalb sind auch Menschen im Hallenbad innen drin, aber draußen habe ich bis jetzt keinen einzigen Menschen gesehen. Okay, und du siehst es hier, die schwimmen, die haben gar keine Angst, als wäre hier nie was passiert. Siehst du doch, das Hallenbad ist ja auch verschlossen. Das ist ein richtiger Kasten. Das bedeutet, wir fliegen jetzt direkt zum Freibad, wo sich Lavaca, Saturna, Saturnita befinden könnte. Und das Gute ist, das Freibad ist direkt neben dem Hallenbad. Ihr könnt es sehen und hier ist keine einzige Person. Das ist ein verlassenes Freibad. Fällt dir was auf? Erst der verlassene Schrottplatz und jetzt das verlassene Freibad. Und schaut euch mal an, wie schmutzig das Wasser ist. Habt ihr schon mal so ein schmutziges Wasser im Freibad gesehen? Warum ist denn das so schmutzig? Keine Ahnung. Da ist sie! Das ist Lavaca, Saturna, Saturnita im Wasser. Das kann doch nicht sein, die schwimmt in diesem dreckigen Wasser. Boah, ist das schmutzig. Das ist richtig ekelhaft. Fällt dir was auf? Das stinkt bis hierher. Puh, das stinkt bis hierher. Warte mal, wo ist Lavaca jetzt auf einmal hin? Lavaca, Saturna, Saturnita kann doch nicht einfach abgehauen sein. Schwimmt die da einfach ihre Bahnen? Weil du weißt ja, das ist ein Saturn, also ein Planet und eine Kuh. Ihr könnt es sehen, das Wasser ist richtig grün und braun. Ich würde da niemals drin schwimmen wollen. Wasser ist doch normalerweise blau. Und guck dir das mal an, auch auf der Wasserrutsche ist niemand. Ist aber eine krasse Rutsche. Die sieht sehr lang und hoch aus. Okay, wir müssen weitersuchen. Die kann ja nicht weit weg sein. Die Karte lügt nicht. Wir haben Saturnita gefunden. Und sie kann doch gar nicht weit weg sein, weil sie gar nicht so weit schwimmen kann. Die Kuh als Saturn-Planeten kann nicht schwimmen, oder? Ja, und eine italienische Stadt ist auch mit. Wohin soll sie schwimmen? Gott, ich glaube, hier habe ich sie gesehen. Wo? Hier war sie doch vorhin. Habt ihr nicht gesehen? Habt ihr sie gesehen? Wenn nicht, spult zurück und helft uns. Okay, ich habe mich geirrt. Ich dachte, da sei sie gewesen. Oh mein Gott, ich dachte gerade. Aber es ist ein guter Indiz. Vielleicht ist sie in das große Becken rein oder in das kleine Becken vom Freibad. Okay, das große Becken haben wir gerade abgeflogen. Ihr seht es, und das kleine Becken auch, aber hier ist niemand. Er muss da sein. Sie war auf jeden Fall da. Wir haben sie doch schwimmen gesehen. Okay, aber wenn sie hier nicht ist... Ist sie vielleicht weitergelaufen? Vielleicht ist sie hinten bei dem Spielplatz auf dem Freibad. Natürlich, nach dem Schwimmen, was kommt? Der Spaß am Spielplatz. Das macht ihr doch auch immer, wenn ihr geschwommen seid, geht ihr auf den Spielplatz und spielt. Ja, dann fliegen wir jetzt direkt daneben. Da! Wir fliegen jetzt einfach dahin, ey. Da ist genau dieser Sportplatz und Spielplatz, den wir gesucht haben. Ihr könnt es erkennen, der ist sogar ein Basketballfeld. Boah, krass, aber fällt auf, es spielt keine einzige Person Basketball. Okay, oh mein Gott, da ist Lavaca! Und sie rennt direkt vom Freibad den Weg entlang zum Zirkus. Dann fliegen wir jetzt direkt mit unserer Drohne hinterher zum Zirkus. Da ist ja auch schon der Zirkus. Ihr könnt ihn sehen, blau und rot ist er. Wie krass ist das? Und die Karte hat bis jetzt recht behalten. Wir sind jetzt auch hier und hoffen, dass wir Lavaca finden. Aber das Gebiet ist auch wieder sehr groß und ihr könnt es sehen, der Zirkus ist riesig.
Egal, hier findet sich irgendwo Lavaca Saturna Saturnita und wir werden sie finden. Mit euch zusammen werden wir sie zu 100%ig finden. Wir suchen sie jetzt beim Zirkus. Aber hier ist niemand. Siehst du irgendwas? Ich sehe niemanden, außer das Zirkuszelt. Wir haben aber auch noch nicht alles abgeflogen. Wir müssen jetzt hier ganz langsam und vorsichtig Stück für Stück abfliegen. Mit euch zusammen da draußen. Zum Glück seid ihr da und schaltet auf gar keinen Fall ab. Weil ihr seid unsere Hilfe, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut. Okay, neben dem Zirkus ist niemand, aber auf dem Zirkusdach ist auch niemand. Ja, aber vielleicht da bei diesen ganzen Aufbauten. Da, schau mal, was das ist. Neben denen hier, wo diese ganzen kleinen Zelte sind? Ja, genau, kleine Zelte neben dem großen Zelt vom Zirkus. Dann fliegen wir das Ganze jetzt mit euch da draußen zusammen ab. Ah! Da ist Lavaca Saturna Saturnita. Da ist sie wirklich bei dem Zelt, bei dem kleinen Zelt. Du hattest recht und ihr da draußen habt auch recht. Was macht ihr hier? Ich habe keine Ahnung. Ihr seht ja gerade, was die hier macht. Es ist einfach nur heftig. Die geht immer von Ort zu Ort und versteckt sich. Ich bin so froh, dass ihr noch dieses Video schaut und dass die Karte recht hat. Und jeder, der am Anfang eingeschaltet hat, ihr habt die Karte gesehen. Jeder Punkt hat bis jetzt gestimmt. Und wir sind erst bei Punkt 3. Ein Punkt kommt noch. Und der schlimmste Punkt kommt noch. Punkt 4, der Freizeitpark. Ich bin schon so gespannt. Okay, wir dürfen aber jetzt nicht aufpassen. Wir dürfen die Konzentration nicht verlieren. Wir müssen weiterfliegen. Wir suchen Lavaca Saturna Saturnita. Weil du siehst doch ganz genau, da sind noch viele andere kleine Zelte und Wohnungen. Überall kann sich Lavaca Saturnita verstecken. Wir fliegen alles und jeden einzelnen Punkt mit euch da draußen zusammen ab. Aber das Gute ist, wir wissen, dass sie auf jeden Fall schon mal da beim Zirkus war. Und wenn sie beim Zirkus war, kann sie auch nicht weit weg sein. Oder ist sie vielleicht schon zum Freizeitpark gelaufen? Das Gute ist, sie kann nicht fliegen. Sie kann nur laufen mit ihren dicken, großen Füßen. Was ist, wenn sie in diesen Zug eingestiegen ist? Natürlich, vielleicht ist sie damit auf dem Weg woanders hin. Oder sie will in den Zug einsteigen. Leute, wir fliegen mal den Zug ab. Vielleicht finden wir sie dann. Die passt doch gar nicht rein. Es ist immer noch ein Planet und eine Kuh. Du hast recht, und da ist jemand. Da ist jemand. Das sind normale Menschen. Du hast recht, ich dachte schon, das wäre Lavaca Saturna Saturnita, aber das ist nur ein Fußgänger, der aus dem Zug ausgestiegen ist. Sie kann dort gar nicht sein, weil dort Menschen sind. Du weißt doch, beim Zirkus waren keine Menschen. Sie ist immer nur dort, wo es verlassen ist. Dann fliegen wir zusammen mit euch zurück zum Zirkus und hoffen, dass wir da Lavaca finden beim Zirkus. Weil er ja verlassen ist. Oh, was passiert in dem Zirkus? Der Zirkus ist weg. Habt ihr das gesehen? Spult mal zurück. Der Zirkus war doch gerade noch über uns zu sehen. Wo ist er hin? Wo ist der jetzt auf einmal hin? Der ist weg. Guckt euch das an. Weißt du, was das bedeutet, wenn der Zirkus weg ist? Dann muss er vom Zirkus direkt den Weg entlang zum Freizeitpark gelaufen sein. Das ist der letzte Ort, wo Lavaca Saturno Saturnita gesehen wurde. Er fährt im Freizeitpark Riesenrad. Schaut euch mal an, wie groß dieser Freizeitpark ist. Da kann sich Lavaca Saturno Saturnita überall verstecken. Das ist der 4. Punkt auf dieser Karte. Und das ist das größte Gebiet, was wir je abgeflogen sind. Okay, wir sind hier auch schon bei der ersten Attraktion. Irgendwas Gruseliges ist das mit 3 Fragezeichen. Da kann man sich normalerweise hinsetzen, aber wie du siehst, siehst du nichts. Es ist überhaupt kein Mensch dort. Okay, da ist niemand in diesem Freizeitpark. das ist auch ein verlassener Freizeitpark. Sonst würde doch jemand damit fahren gerade. Und der Zug ist davor. Da ist eine Polizei. Was macht denn ein Polizeiauto dort? Vielleicht sucht das Polizeiauto Lavaca Saturno Saturnita. Nicht nur wir suchen, sondern auch die Polizei? Okay, das bedeutet, in diesem Freizeitpark ist kein Mensch, nur ein Polizeiauto. Und wir fahren am besten jetzt der Polizei mal hinterher mit der Drohne. Die Polizei weiß nämlich vielleicht, wo sich Lavaca befindet. Aber das Problem ist, das Gebiet ist so groß, da kann sich Lavaca Saturna Saturnita überall verstecken. Ist dir was aufgefallen? In dem Zirkus vorhin, da war auch keine Person, der war auch komplett verlassen. Dann ist das bis auf die Polizei ein verlassener Freizeitpark. Warte mal, Leute, habt ihr das gerade gesehen? Ich glaube, die Polizei hat da einen Hinweis hinterlassen. Links in dem Gebäude ist irgendjemand. Echt? Da müssen wir unbedingt hinfliegen und nachschauen. Ich dreh um. Lass die Polizei ruhig weiterfahren. Wir gucken mal hier in dieses gruselige Gebäude mit einem Labyrinth davor. Das Haus sieht ja richtig gruselig und komisch aus. Ich glaube, da fliegen wir jetzt einfach mal rein. Vielleicht befindet sich ja dort irgendwo Lavaca. Aber vorsichtig reinfliegen. Okay, wir fliegen ganz vorsichtig mit euch da draußen rein. Da ist Lavaca. An der Türe, ganz hinten. Ihr seht es. Was macht die da? Die geht in das Haus rein. Das bedeutet, vielleicht wohnt hier Lavaca Saturno Saturnita. Nein, wir haben das zu Hause gefunden. Aber was machen wir denn jetzt, wenn sie ins Haus reingegangen ist? Ja, wir könnten entweder das Haus von außen abfliegen oder wir riskieren es und fliegen mit unserer Drohne in das Haus rein. Mit der Drohne ins Haus reinfliegen? Dann fliegen wir jetzt mit der Drohne in das Haus für euch rein. Schaut euch mal an, wie gruselig das aussieht. Da musst du aber wirklich aufpassen. Da darf die Drohne auf keinen Fall abstürzen. Ich habe irgendwie
Angst. Das sieht richtig spooky aus. Aber du hast recht, das könnte wirklich das Versteck und Zuhause von Lavaca, Saturna, Saturnita sein. Schau dir das mal an. Natürlich, das sieht aus wie ein Labor. Schon der Eingang alleine und diese mystischen Personen. Natürlich, Riesenfüße, ein Planet und eine Kuh. Wie soll es denn normalerweise zusammengehen? Vielleicht ist das Zuhause von Lavaca, wo sie geboren wurde. Und es sind die Zeichnungen von ihr. Gott, ihr könnt Schau es doch sehen. mal! Ihr seht es wirklich, so hat sie ausgesehen. Ja, das war der Prototyp davor. Das heißt, irgendeine Person hat diese Kreatur Lavaca, Saturno, Saturnita geboren. So wie Frankenstein. Und genau dort wurde sie geboren, in diesem Haus, in ihrem Versteck. Zum Glück seid ihr noch da, schaltet auf gar keinen Fall ab. Dieses Video wird noch richtig spannend. Das bedeutet, wir sind die Ersten, die das jemals sehen, wo Lavaca herkommt. Aus diesem Grund abonniert unseren Kanal. Abonniert ist komplett kostenlos auf YouTube. Und ihr bleibt jetzt hoffentlich bis zum Schluss dran. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt wird es richtig gruselig in diesem Gruselhaus. Schaut euch mal an, wie hoch die Wände gerade waren. Und Die sind so hoch. Und was ist das hier? Ein Bücherregal und irgendwelche komischen Gerätschaften. Sieht aber irgendwie auch aus wie ein alter Kühlschrank. Glaube ich nicht, da geht nämlich ein Schlauch raus. Ja, natürlich, für die Gase. Leute, das Labor von Lavaca, Saturnita, Saturno. Das ist wahrscheinlich die Zeitmaschine, mit der sie durch die Zeit reist. Nein, durchs Universum. Und dann deswegen ist sie hier bei uns. Deswegen ist Lavaca, Saturno, Saturnita hier. Saturno ist wie Saturn. Lasst uns abhauen, Freunde. Lasst uns bitte abhauen. Es ist viel zu gruselig. Ich habe Angst. Wir müssen unsere Drohne retten und Wir rausfliegen. fliegen mit euch in